Lena saß an ihrem Schreibtisch und starrte auf das leere Blatt Papier vor ihr. Draußen schien die Sonne und die Vögel sangen laut im Garten, aber Lena bemerkte das kaum. Sie wollte ihrer Brieffreundin Mia in Berlin einen langen Brief schreiben, aber die deutschen Sätze kamen einfach nicht aus ihrem Kopf. Nach einer halben Stunde lag nur ein einziges Wort auf dem Blatt. Hallo. Ich kann das nicht. Mein Deutsch ist einfach zu schlecht, murmelte sie und legte den Stift müde zur Seite. Sie lehnte sich zurück und schaute an die Decke. Warum war Deutsch so schwer? Die Grammatik mit den vielen Artikeln, der, die, das, machte sie wahnsinnig. Und die Wörter. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass die deutschen Wörter viel zu lang waren und sich im Mund anfühlten wie Steine. Sie dachte an Mia. Mia war lustig und freundlich und sie hatte so schöne Briefe geschrieben, voller Geschichten über Berlin, über ihre Schule, über ihre kleine Katze namens Biscuit. Lena wollte ihr so gerne antworten, aber wie? In diesem Moment klopfte ihr älterer Bruder Tom an die Tür. Er sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Was ist los? Lena zeigte auf das leere Blatt. Ich will Mia schreiben, aber ich mache nur Fehler. Die Grammatik ist so schwer. Die Wörter fallen mir nicht ein. Vielleicht gebe ich einfach auf. Tom setzte sich zu ihr. Weißt du noch, wie du Fahrradfahren gelernt hast? Du bist so oft hingefallen, aber du hast weitergemacht. Warum? Weil du es wirklich wolltest. Dein Wille war stärker als die Angst. Mit der Sprache ist es genauso, nur dass die Muskeln hier im Kopf sind. Er tippte ihr leicht an die Stirn und lächelte. Lena seufzte. Aber eine Sprache ist doch etwas ganz anderes. Da kann ich nicht einfach aufstehen und weiterfahren, wenn ich einen Fehler mache. Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Eben deshalb darfst du nicht aufhören. Fehler sind Zeichen, dass du etwas Neues versuchst. Jeder Fehler bringt dich ein kleines Stück weiter. Aber du brauchst Geduld. Und du musst dranbleiben. Fang ganz klein an. Nur einen Satz heute. Ich helfe dir, wenn du willst. Lena zögerte kurz. Dann nickte sie. Gemeinsam schrieben sie den ersten Satz. Liebe Mia, wie geht es dir? Mir geht es gut, aber die Schule ist gerade anstrengend. Es waren einfache, kurze Sätze. Und trotzdem fühlte sich Lena ein bisschen leichter. Siehst du? Sagte Tom und zeigte auf den Satz. Das ist Deutsch. Das hast du geschrieben, nicht ich. Lena las den Satz noch einmal laut vor. Es stimmte. Sie hatte ihn geschrieben. Ein kleines Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Am nächsten Tag in der Schule hatte Lena eine Deutschstunde. Die Lehrerin, Frau Brenner, schrieb eine lange Liste von Verben an die Tafel und erklärte die Konjugation. Lena versuchte alles zu verstehen, aber nach 10 Minuten drehte sich ihr Kopf. Neben ihr saß ihre Freundin Sophia, die Lena fragend ansah. »Alles okay?« flüsterte Sophia. »Nein«, antwortete Lena leise. »Ich verstehe das alles nicht.« Frau Brenner hörte das und kam zu Lena. »Lena, welches Verb macht dir Probleme?« Lena wurde rot. Eigentlich alle.« Die Klasse lachte ein bisschen, aber Frau Brenner lachte nicht. Sie setzte sich kurz auf den Stuhl neben Lena und zeigte auf das Heft. »Schau, fang mit einem Verb an. Nur einem. Heute lernst du haben. Morgen kommt ein weiteres. Schritt für Schritt.« Das hatte Lena noch nie so gedacht. Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Nach der Schule nahm sich Lena ein kleines Heft und malte eine Tabelle. Jedes Mal, wenn sie einen neuen deutschen Satz schrieb oder ein unbekanntes Wort nachschlug, durfte sie einen Stern in die Tabelle kleben. Die Sterne machten sie stolz. Nicht, weil schon alles perfekt war, sondern weil sie jeden Tag etwas tat.
An manchen Tagen fand sie nur 5 Minuten Zeit, an anderen schaffte sie eine ganze Seite. Aber sie machte weiter, auch wenn ein Satz nicht gleich gelang. Manchmal lachte sie über ihre eigenen lustigen Fehler. Einmal schrieb sie: „Ich habe einen Hund gegessen" statt „Ich habe einen Hund gesehen". Als Tom das las, lachten sie so laut, dass die Mutter ins Zimmer kam. »Was ist hier los?« fragte die Mutter und sah die beiden an. »Lena hat einen Hund gegessen«, rief Tom und zeigte auf das Heft. »Ich habe ihn gesehen, nicht gegessen«, lachte Lena und warf Tom ein Kissen ins Gesicht. Die Mutter schüttelte den Kopf und lächelte. »Ihr seid beide verrückt.« Aber aus dem Fehler lernte Lena 2 neue Wörter auf einmal und vergaß sie nie wieder. So wurden die Fehler zu kleinen Freunden, die ihr den Weg zeigten. Eine Woche später schrieb Lena wieder an Mia. Diesmal hatte sie schon 3 Sätze im Kopf, bevor sie den Stift in die Hand nahm. Sie schrieb über ihre Schule, über das Sternheft und über den Hund, den sie gegessen hatte. Sie hoffte, dass Mia so lachen würde wie Tom. Dann kam der schwierige Teil. Sie wollte Mia fragen, wie das Leben in Berlin war. Wie ist das Leben in Berlin? War das richtig? Oder wie lebt man in Berlin? Lena öffnete ihr Wörterbuch und suchte lange. Am Ende schrieb sie beide Versionen auf und wählte die einfachere. Es war nicht perfekt, aber es war ehrlich. Und das war genug. Nach 3 Wochen waren in Lenas Heft viel mehr deutsche Sätze als leere Seiten. Sie merkte plötzlich, dass die Wörter von selbst kamen und dass sie kaum noch Angst vor der Grammatik hatte. An einem Sonntagnachmittag, während draußen leiser Regen fiel, schrieb sie den ganzen Brief an Mia in einem Rutsch. Sie erzählte von der Schule, von Frau Brenner und dem Verb haben, von dem Sternheft und von Toms verrückten Witzen. Ganz ohne Hilfe, nur mit einem Wörterbuch neben sich. Als sie fertig war, las sie den Brief noch einmal von Anfang bis Ende. Es gab bestimmt noch Fehler darin, aber es war ihr Brief. Jedes Wort hatte sie selbst gewählt. Jeder Satz kam aus ihrem Kopf. Sie faltete die Seiten sorgfältig, steckte sie in einen Umschlag und schrieb Mias Adresse drauf. Dann legte sie den Brief auf den Tisch, bereit für die Post. 2 Wochen später fand Lena einen dicken Briefumschlag im Briefkasten. Mia hatte geantwortet. Lenas Hände zitterten ein bisschen, als sie den Umschlag öffnete. Auf der ersten Seite stand: »Lena, dein Deutsch ist so viel besser geworden. Ich verstehe alles und freue mich riesig. Du hast wirklich viel gelernt. Ich bin stolz auf dich.« Lena las den Satz 2-mal, 3-mal. Dann setzte sie sich auf die Treppe vor dem Haus und hielt den Brief fest in der Hand. Die Sonne war inzwischen untergegangen und die Luft war kühl. Aber Lena merkte das kaum. Sie dachte an den leeren Zettel vor ein paar Wochen und daran, wie oft sie zweifelte. Aber sie hatte nicht aufgegeben. Als Tom am Abend nach Hause kam und Lena auf der Treppe sah, blieb er stehen. »Was ist passiert?« Lena hielt ihm den Brief hin. Tem las schweigend. Dann nickte er langsam und lächelte. Nicht sein normales, witziges Lächeln, sondern ein echtes, stolzes Lächeln. »Du siehst, was möglich ist, wenn man dranbleibt«, sagte er ruhig. Lena nickte. »Du hattest recht. Man braucht nur Geduld, ein bisschen Hilfe und den festen Willen weiterzumachen. Dann schafft man viel mehr, als man selbst glaubt.« Tom grinste. »Und jetzt bringe ich dir Radfahren bei, ohne Stützräder.« Lena lachte und boxte ihn leicht gegen den Arm. Sie wusste jetzt, wenn der Wille stark ist, wächst man über sich hinaus. In jeder Sprache und überall.